Palim Palim zurück. Heute geht es darum, Season 2 steht vor der Tür. Es wird kalt, es wird fröstelig und es gibt neue Dinge. Was passiert alles Neues? Als erstes werden jede besetzte Städte zurückgesetzt. Wir fangen alle bei Null an. Rein von anderen Infos, von anderen Servern wird man wild auf die Map geportet. Das heißt, man muss sich erstmal wieder sammeln. Was gibt's noch? Neue Ressourcen und neue Gebäude. Neue Ressourcen deshalb, weil wegen neuen Gebäuden und es wird eine Virusresistenz kommen. Dazu zeige ich dann aber gleich noch was. Neue Gebäude, Allianzzentrum, fungiert als Hochofen. Rein vom Vergleich her zu Last War wird es eventuell so funktionieren, dass man nicht einfriert. Man braucht eine gewisse Wärme. Das ist nur eine Vermutung. Das ist jetzt nur spekuliert. Dazu kommen noch kleine Gebäude. Und auf jeden Fall neue Monster. Die neuen Monster besitzen eine Virusresistenz. Komme ich auch gleich noch dazu. Und ja, neue Kämpfe. Andere Server können dann eure Allianzgebäude angreifen. Das bezieht sich aber nur auf die Allianzgebäude. Samstags kann man immer noch normal wie bisher farmen gehen, aber in der Woche können auch andere Server kommen und die Allianzgebäude zerstören. Was ihr ebenfalls tun könnt. So, Preise sind klar, selbe wie beim letzten Mal. Und ja, das wird am Ende alles wieder zurückgesetzt. Sprich, jedes Gebäude, was ihr durch die Saison erhalten habt, ist danach wieder weg. Aber das heißt nicht, dass ihr die ignorieren solltet. Ihr müsst die priorisieren. Sonst habt ihr in dieser Season keine Chance. Alles, was an Gebäuden dazukommt, muss unbedingt schnell hochgezogen werden. Was, wie, welches Gebäude, das kommt dann irgendwann, sobald die Season da ist, aber ganz so viel weiß ich noch nicht. So, Helden sind es ebenfalls neue. Für meinen persönlichen Geschmack sind sie unnötig, weil, was haben wir hier? Wieder ein Verteidiger. Fähigkeiten sind auch relativ sinnlos. Es ist einfach nur, ja, mehr Angriff. Und das zieht sich bei allen drei durch. Ebenfalls Verteidiger. Wieder nur Angriff. Nochmal ein Verteidiger. Es sind im Endeffekt alles drei Verteidiger, die für jede Truppe, die ihr habt, nur Schaden bringt. Absolut keinen sinnvollen Mehrwert. Deshalb ja, ärgerlich, schade. Werde ich sie mir trotzdem holen? Ja, natürlich. Aber ist für mich persönlich kein großer Mehrwert. So, schauen wir uns das kalte Spiel mal an. Das kalte Spiel sieht dann so aus. Map an sich bleibt dieselbe, aber sieht halt optisch anders aus. Was wird neu kommen? Neue Gegner. Und hier haben wir, bringen wir das näher ran. Erstens das, wieder erste Tötung wird wieder auf 0 gesetzt. Deshalb wichtig. Macht eure 30 Zombies noch, bevor ihr S2 startet. Gibt es dann nicht mehr. Es geht bei 0 los. Und dann haben wir noch EXP. Ich vermute, es wird wieder spezielle Fähigkeiten geben für die Season, die euch helfen. Und ja. So, irgendwas wird mit Schneemännern kommen. Das hatte ich mir kurz bei einem anderen YouTuber angeschaut, aber dadurch, dass Season 2
bei uns eigentlich die Wüste wäre, die Wüste aber abgesagt wurde, weil die Wüste dem Entwickler kein Geld gebracht hat, bekommen wir die eigentliche Season 3 als Season 2. Deswegen ist da jetzt noch nie allzu viel bekannt, ob das wirklich alles genau 1:1 so wird. Deshalb ja, Kristalle sind neu. Kann ich ja nicht durch, ja, kann doch durchwischen. Ansonsten die 4 Sachen, EXP, Nahrung, Holz, Strom, bleibt alles gleich. Einzige, was wir jetzt nicht sehen, um diesen Gegner anzugreifen, braucht man eine bestimmte Virusresistenz. Ist diese zu schwach, bringt ein Angriff nichts. So absolut nichts. Schauen wir mal weiter. Was haben wir noch? Genau. Hier haben wir den anderen. Es ist selber, das sind die man mit Gruppenangriffen macht. Sehen halt das aus. Selbe nochmal wie gerade eben. Was kommt noch neu? Es kommt noch der große. Ja, mal gerade gehen. Doch. Es kommt der Yeti. Na, nicht das Kraftwerk, der Yeti. Yetis können angegriffen werden, müssen aber nicht. Aber das Problem ist, schauen mal, da läuft da eine bestimmte Route entlang. Liegt auf der Route beispielsweise, gehen wir mal davon aus, dieser Baum ist eure Base. Läuft dieser Yeti über eure Base drüber und macht Schaden. Wie kann man das verhindern? Option A, ihr greift ihn an und gewinnt im besten Fall. Option B, das weiß ich nicht, ob das hier auch so funktioniert, es schickt einen Späher, dann könnte er eventuell abgelenkt werden. Falls ihr zu schwach dafür seid und ihr wollt trotzdem den Angriff verhindern, startet einen Gruppenangriff. Aber ist der Gruppenangriff gestartet, bleibt er dann hier stehen. Brecht den Gruppenangriff wieder ab, weil der ändert dann seine Richtung. Und ihr seid sicher. Das schon mal als kleine Vorinfo. Wir haben es definitiv in sich, kräftetechnisch. Was wird noch neu? Diese kleine nette Angelstelle. Hier könnt ihr angeln. Rein von dem YouTuber, den ich mir schon angeschaut habe, können hier Fische und Gegenstände gesammelt werden. Fische sind an sich nur Sammelobjekte, können aber eventuell mit anderen Spielern getauscht werden, um die Sammlung voll zu bekommen. Ob das so kommt bei uns, weiß ich nicht, ist wie gesagt nur Vermutung. Aber auf jeden Fall, wir können angeln. Diese Angelstelle muss eingenommen werden, dass sie bei uns im Besitz ist. So wie es klang, kann wahrscheinlich auch jeder andere angeln, aber Aussage mit Vorsicht genießen. Was wird noch wichtig als Allianz? Einen Tyrannen, den gibt es nach wie vor, das ist nichts Neues, da bleibt. Übrigens wichtige Info, alle Helden aus Season 1 bleiben natürlich auch, die gehen nicht verschwunden. Die behaltet ihr. Alles, was an Helden neu dazukommt, bleiben in eurem Inventar. Jetzt kommen wir zu der größten Änderung, und zwar die Allianzzentren. Diese können dann von anderen Allianzen angegriffen werden, auch aus fremden Servern. Das ist soweit bekannt. Man kann mehrere aufstellen, das wird wahrscheinlich abhängig davon sein, vielleicht wie stark man ist, wie weit die Forschung ist, etc. pp. Und dann diese kleinen Gebäude noch, aber dazu weiß ich absolut nichts. Da kann ich nicht viel dazu sagen. Ich vermute, das werden Lagerhäuser sein, um die Ressourcen zu lagern. Das wird irgendwas zum Ausbilden eventuell sein. Das sieht aus wie um Kristalle zu farmen.
zu produzieren, aber das sind, wie gesagt, nur Vermutungen. Das kommt aber auf jeden Fall alles neu hinzu. Was ist dabei wichtig? Eine aktive Allianz. Ohne eine aktive Allianz kommt ihr nicht weit. Weil ihr könnt zu wenig bauen, ihr könnt zu wenig machen, bringt euch keine Punkte. Und ich vermute, dieser Ofen steuert euch Wärme bei, weil wenn ich mir diese Base anschaue, die sieht eingefroren aus. Bei Last War war es so, wenn ihr zu wenig Wärme habt, friert ihr ein und ihr könnt keine Angriffe machen. Erst wenn ihr aufgetaut seid. Deshalb wichtig, aktive Allianz. Die helfen und euch unterstützen. Das sind so im Groben die Infos, die ich habe. Es sind nicht viel, aber ich wollte mich nicht allzu sehr spoilern lassen, um mich einfach etwas zu überraschen lassen. Hauptstadt bleibt auch dieselbe, das ist auch klar. Und ansonsten, ja, habt Spaß, genießt die Zeit und es wird, denke ich, eine teure Season. Die Entwickler werden euch schön dazu nötigen, Geld auszugeben. Es wird so kommen. Aber lassen wir uns überraschen. Ach nee, was habe ich vergessen. Spart. Es sind nur noch 3 Tage bei uns, das heißt spart Ressourcen, dass ihr direkt mit den neuen Gebäuden anfangen könnt. Spart Ressourcen. Geht mit voller Kampfkraft am besten rein und genau, Ressourcen sparen und Beschleuniger. Beschleuniger sieht bei mir jetzt noch wild aus, aber am Montag kommen wieder neue rein, deshalb alles kein Problem. Aber auf jeden Fall, das solltet ihr im Groben beachten. Kampfkraft behalten, Ressourcen sparen, Beschleuniger sparen und am besten Fall 2 Bauarbeiter frei haben. So, das war's im Groben. Ich wünsche euch was.